Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Spaghetti. Die meisten Menschen verbinden mit Spaghetti ein wunderbares italienisches Gericht. Doch wenn du in der DDR groß geworden bist, dann sind Spaghetti für dich weichgekochte Nudeln mit Tomatensoße, die mit Ketchup gestreckt wurde, und Jagdwurst. Und wenn du wissen willst, wie das Originalrezept der DDR aussieht, wie es nachgekocht wird und wie es vor allem schmeckt, dann bleib dabei. Vielleicht ganz kurz zum Kanal. Dieser Kanal beschäftigt sich mit historischen Gerichten vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Hier versuche ich alte Rezepte raus und koche diese so originalgetreu wie möglich nach. Manchmal gibt es ein paar kleinere Änderungen, wenn ich der Meinung bin, dass sonst der Geschmack möglicherweise völlig in die Hose geht. Aber ich versuche da sehr, sehr nah am Original zu bleiben, um euch einen ehrlichen Eindruck darüber zu vermitteln, wie diese Rezepte dann auch schmecken. Und hierfür bekommt ihr dann zweimal pro Woche ein Video von mir. Meistens dienstags und freitags zur Abendzeit. Also, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und euch für historische Gerichte interessiert. Kommen wir nun zu den DDR-Spaghettis. Ja, in der DDR war nicht viel verfügbar. Jeder, der aus der DDR kam, der weiß das. Gehacktes nicht einfach zu bekommen, normale Spaghettis auch nicht. Passierte Tomaten, wo gibt's die schon? Also waren die Menschen aus der DDR sehr kreativ und sie haben sehr, sehr leckere Gerichte damit kreiert, zum Beispiel die DDR-Spaghetti. Denn anstelle von Gehacktem wurde da einfach Jagdwurst genommen. Anstelle von passierten Tomaten hat man das Tomatenmark einfach mit Ketchup gestreckt. Ne? Wie auch sonst. Und anstelle von wunderbaren langen Spaghetti-Nudeln hat man halt Spirellis oder Macaronis genommen. Das, was eben da war. Als Topping gab es natürlich kein Parmesan, also wurde halt kein Käse genommen, höchstens vielleicht ein bisschen Schmelzkäse. Und das Rezept, wenn ihr genau hinschaut, wird mit Senf etwas aufgepeppt. Parmesan gab es wahrscheinlich gar nicht. Deshalb hat man einfach Schmelzkäse im Notfall genommen. Und vielleicht ein lustiger Funfact zu Beginn: Man aß damals ungefähr 13,4 Kilogramm Wurst im Jahr. Dabei war die Jagdwurst ein absoluter Bestseller. So, wir gehen jetzt in die Küche und keine Sorge, das ist kein mega fancy Gericht, komplex zu kochen. Es ist relativ einfach und ihr könnt es super schnell nachkochen. Und ich verspreche euch eins, die Kinder werden es lieben. Und das ist ja immer das Wichtigste beim Essen. Wenn die Kinder am Tisch die ganze Zeit nur nörgeln, da hast du auch keinen Spaß. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Deshalb wunderbar einfache Gerichte kochen, zum Beispiel die DDR-Spaghetti, die lieben die Kinder. Und so, das reicht jetzt auch für heute. Wir gehen ab in die Küche und kochen das Rezept nach. Bleibt dran. Kommen wir jetzt zu den Zutaten der Original DDR-Spaghetti. Da hätten wir 500 Gramm Spirelli-Nudeln oder auch Macaroni-Nudeln, irgendwelche Nudeln, die ihr gerne esst, aber meistens wurden so kleine genommen. Dann haben wir so Pi mal Auge 300 Milliliter Wasser, etwas Tomatenmark, der Ketchup, ein bisschen Senf, ein kleines bisschen Zucker. Dann haben wir so 1, 2 Esslöffel Mehl für die Mehlschwitze und ca. 100 Gramm Butter und zum Schluss noch eine kleine Zwiebel. Fast vergessen, die Jagdwurst, weil die ist ja der Star der DDR-Spaghetti. Jetzt fangen wir an, erstmal etwas zu schnibbeln. Und dafür machen wir in einem ersten Schritt die Jagdwurst und die Zwiebel klein und braten beides ein bisschen Öl an. So, das ist ein bisschen viel Jagdwurst, da müssen eigentlich 200 Gramm rein. Wir schneiden uns ein ordentliches Stück ab und den Rest gibt es dann halt aufs Brot. So, Pi mal Auge, das passt schon. So. Da machen wir ein paar schöne kleine Stücke draus. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, sondern irgendwas im Mund zum Kauen haben. Würzen müsst ihr natürlich mit ein bisschen Salz und das Abschmecken mit ein bisschen Salz und Pfeffer machen zum Schluss. Immer dran denken, der Ketchup, der bringt ja schon einiges an Gewürzen mit. Also auch mit dem Zucker seid ihr ein bisschen vorsichtig. Ihr wollt ja nicht, dass die Spaghetti nachher entweder viel zu süß sind oder vielleicht versalzen sind. Da müsst ihr mal
probieren, inwieweit ihr das mögt und wie viel ihr davon noch dran machen wollt. Ich versuche so ein bisschen den Salzkonsum zu reduzieren, deshalb ich werde da relativ wenig dran machen, wenn überhaupt. Ich werde gleich mal abschmecken zum Schluss, die Soße. Und danach schauen wir mal. Die braten wir jetzt gleich schnell an. Ich nehme da etwas Olivenöl zu. Ich weiß, dass das damals relativ nicht so einfach zu bekommen war und auch nicht so gut verfügbar war. Wir machen es trotzdem damit. Das schmeckt einfach besser. Ein bisschen Olivenöl rein, schön anbraten. Und dann können auch schon die klein gehackten Zwiebeln dazu. Die machen wir nämlich jetzt als nächstes. Ja, der Hund ist auch schon wieder wach geworden. Der riecht natürlich die Wurst und hofft dann jedes Mal, dass ein Stück für ihn abfällt. Dem ist bei nichten so. Also der Hund bekommt von uns hier nichts vom Tisch und schon mal gar keine so gekochte Wurst und so ein Kram. Das kann man mal als Belohnung, als Leckerlis nebenbei geben. Wirklich, wenn er mal was dafür getan hat, aber nicht einfach mal so. Also falls der Hund gleich bellt, der Nachbar hat einen Gärtner bestellt und der rennt hier draußen vor meiner Haustür rum. Und wenn er auf das Grundstück geht, ist das für ihn natürlich oder für sie natürlich erstmal jemand, der hier nicht hingehört. Und das meldet sie ganz fein. Also wundert euch da nicht. So, das braten wir jetzt gemeinsam an. Vielleicht in der Zeit, wo das anbrät, mal ein paar sehr interessante Fakten. Nudeln wurden in der DDR unter dem Begriff Teigwaren geführt. Spaghetti galten anfangs als Luxusprodukt. Und die Jagdwurst, die hier drin ist, die war ein sogenanntes Volksprodukt, also stark subventioniert, damit es sich jeder leisten konnte. So, jetzt fügen wir noch das Tomatenmark hinzu. Das darf nämlich auch ein bisschen mit anbraten für die Röstaromen. Dann machen wir einfach die Packung leer. Es kommt da nicht auf das Gramm an, ne? So, dann bestreuen wir das Essen mal gut mit dem Mehl und mischen das dann auch. Jetzt gießen wir das mit dem Wasser an. Wir machen im Prinzip eine kleine Mehlschwitze draus. Das habe ich natürlich vorher die Butter vergessen. Das ist kein Problem. Das holen wir direkt nach und machen die einfach jetzt rein. Müssen Sie nicht ganz so genau machen letztendlich. Das geht auch so aus Erfahrung. Aber so ist das. Hier bekommt ihr bei mir wirklich die ehrlichen Kochsituationen, wie sie sind. Und nicht so von einem Profikoch, der das schon 1000-mal gekocht hat und alles perfekt macht. Das ist die Realität, die ich euch gerne auch zeigen möchte, wie es wirklich funktioniert und abläuft. Und da erfahrt ihr natürlich dann auch sowas wie, dass das jetzt gar nicht so schlimm war, ne? Also Kirche im Dorf lassen, das ist kein Drama. Das geht auch so. So, ihr seht schon, das ist etwas eingedickt. Genauso wollen wir das haben. Das heißt, jetzt fehlt hier zum Schluss nur noch die halbe Flasche Ketchup. Die fügen wir jetzt hinzu. Da haben wir hier noch einen Kühlschrank gehabt. Kennt ihr das auch, dass ihr mehrere Flaschen angebrochenen Ketchup im Kühlschrank habt bei den Kindern? Dass die sich einfach eine neue holen und die dann dazu stellen? So ist es bei mir auch. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Flaschen Ketchup im Kühlschrank gehabt tatsächlich. Aber die ist halb voll, die machen wir leer und rühren das jetzt ein. Und was auf keinen Fall vergessen darf, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist natürlich noch ein kleines bisschen Zucker. Da mache ich wirklich noch ein bisschen wenig rein, weil Ketchup ist meistens sehr zuckrig. Und ein bisschen kleiner stellen, sonst ist gleich die Küche rot. Und einen kleinen Löffel vom Senf. Der darf auf keinen Fall fehlen, denn der gibt dem Rezept dann nochmal den letzten DDR-Pep.
So, das rühren wir jetzt hier ein und lassen es 1-2 Minuten köcheln. Und dann ist die Soße auch bereits fertig. Jetzt fehlen nur die Nudeln. Das Kochen erspare ich euch. Wir sehen uns gleich bei der Verkostung wieder. Bis gleich. So, ihr habt ja gerade bereits schon gesehen, wie die echten DDR-Spaghetti in der Schüssel aussehen. Also, wir werden sie jetzt mal verkosten. Und die sehen schon ziemlich lecker aus, muss ich sagen. Die sind super lecker geworden. Also die Soße ist echt cremig. Also das ist ein Genuss. Ja, es ist ein super einfaches, schnelles Gericht. Aber sehr, sehr lecker. Also wirklich, boah, sehr, sehr lecker. Die Nudeln sind al dente. Die Jagdwurst ist leicht angebraten. Ist sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Kocht es nach. Und das Wichtigste, wie schon im Video erwähnt, die Kinder werden es lieben. Und damit schließe ich das heutige Video zum Thema DDR-Spaghetti oder auch Wurstspaghetti genannt. Ich freue mich auf nächste Woche, denn dann kommt wieder neuer Content. Bleibt dabei, abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye.